Yo, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einer Kirmes-Simulation. Diesmal schauen wir uns Conga an, eine Simulation, die ist schon sehr lange auf dem Markt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich ein Kind war oder nicht ein Kind war. Konnte man das Ganze auf jeden Fall schon spielen, gibt es auf der offiziellen Conga-Seite als kostenlosen Download und ich sag mal, da Fairground Online leider ich schon damit alles voll habe, gucken wir uns halt hier so an, was es noch eigentlich für Simulationen auf dem Markt gibt, und das ist eine der besseren. Es gibt welche, die sind halt nicht so gut produziert, welche, die besser produziert sind. Und das erste, was auffällt, die ganzen Geschäfte sind halt zu. Man kann in dem Menüpunkt hier das Ganze, ich sag mal, mehr oder weniger unter Effekte anschalten und ausschalten. Die Objekte hier, dann kann man sagen aus, dann ist einfach alles weg. An, Menschen vor der Kasse aus, an, also das ist schon alles. Steht hier rum, die werden leider nicht geöffnet, leuchten leider auch nicht. Das ist das ganze Fahrgeschäft. Das heißt, wir können einmal zum Beispiel hingehen, dann ist hier nämlich die Tür zu. Die Tür müssten wir einmal aufmachen. Wir haben hier Jalousien, die müssen wir einmal hochbekommen. Die andere auch einmal hochpacken. Na komm, geht's noch höher? Passt. So. So. Hey. Rechtsklick und so. So. Dann haben wir hier ein Fenster, den können wir aufmachen. Wir haben hier noch ein Fenster, können wir aufmachen. Und dann haben wir hier generell einmal unser Fahrerpult. Wir haben hier sowieso sehr viel, was man erleben kann. Wir haben einmal hier unseren Fahrerpult. Wir haben dann einmal hier die Steuerung für die Nebelmaschine. Wir haben einmal hier eine Steuerung für die ganzen Jingles. Wir haben hier eine Steuerung für die zwei Schilder, die hier an der Seite sind. Und dann haben wir noch einmal unsere Musikanlage. Da es hier drinnen dunkel ist, können wir auch hier drinnen einmal das Licht anmachen. Da muss man unten klicken. Das heißt, dann haben wir einmal hier Innenlicht. Wir haben auch nochmal eine Taste. Das Reinkommen ist ein bisschen tricky. Für außen. Wenn ich das einmal drücke, leuchtet dann hier außen einmal das Licht. Und dann haben wir einmal für die komplette Beleuchtung nochmal ein Licht. Und ich muss auch ein bisschen aufpassen. Ich muss mich immer nach links drehen, weil wenn ich zu weit nach rechts drehe, dann ist irgendwann die Maus auf dem zweiten Monitor und dann tappe ich aus dem Spiel raus. So, und da leuchtet auch schon die LED. Das heißt, die Leute könnten rein theoretisch, wenn es welche gibt, Fahrchips kaufen, gibt es aber leider nicht. 5 Euro ist halt noch ein guter Preis, ne, im Vergleich zu heute. Wir haben hier kaputte Handys in der Kasse, die verloren gegangen sind wohl. Und generell einmal, wenn der Kunde bzw. wenn der Fahrgast kommt, kann er einmal hier reingehen. Hier ist nämlich der Eingang. So, muss ich mich wieder einmal links drehen. Könnte sich dann rein theoretisch hier anstellen. Ja, ist ja auch ein bisschen so alles noch nicht so erfolgreich programmiert. Und dann haben wir ja einmal ein Schloss. Das heißt, die würden dann hier vorstehen und warten. Wenn wir jetzt zum Beispiel Leute reinlassen, die Bügel sind schon offen, können wir einmal, dafür müssen wir eine Taste drücken. Ich habe eine Anleitung noch nebenbei, weil es ist so viel, was früher über Tastatur und so weiter ging. Kann ich mir nicht alles merken. Das heißt, den Eingang können wir mit C öffnen. Dann drücke ich mal C und dann sieht man schon, der Eingang geht auf. Und jetzt könnten einmal alle Leute mehr oder weniger hier einsteigen. So, wenn alle Leute drin sind, kann man dann wieder C drücken. Dann geht der Eingang wieder zu. Sieht man auch oben links, was da los ist. Hier muss ich einmal schauen. Wir haben einmal hier unsere Steuerung. Die muss ich einmal anschalten. Mit Bild hoch und Bild zurück komme ich rein theoretisch nächstes. Ist ein bisschen am Rumbangen. Ich muss mal Tab drücken, damit ich zum nächsten komme. Ne, hier sieht man schon, wie man im Fahrstand sitzen. Wenn ich nochmal Bild hoch drücke, würde ich dann einmal von der Seite das Fahrgeschäft sehen. Dann haben wir einmal hier so neben der Nebelmaschine. Dann sind wir einmal hier als Fahrer mit drin. Einmal als so ein Aufpasser oder als Mitarbeiter. Dann haben wir einmal hier das komplette Fahrgeschäft. Und dann können wir auch nochmal hier die Person an der Kasse sein. Mal schauen, wo sind wir jetzt hier? Einmal komplett zurück. Sind wir schon hier? Okay. So, das heißt, jetzt habe ich einmal alles angemacht. Wir können halt hier einmal, haben wir die ganzen Beleuchtungen. Ist sogar alles schön beschriftet, was ist. Wir haben ein Stroboskop, womit wir einmal, also mit Restlich gehen wir wieder zurück. Womit wir einmal hier das Stroboskop anmachen können und wieder ausmachen können. Wir haben die Scheinwerfer, die wir an- und ausschalten können. Ja, im Endeffekt kann man anklacken, damit das Licht leuchtet und wieder ausklacken, damit das Licht nicht mehr leuchtet. Wenn jetzt alle Leute eingestiegen wären, könnte man sagen zum Beispiel hier, Sicherheitsbügel einmal zu, dann gehen die auch schon runter. Dann könnte man schon mal leicht die Gondel schwenken. Wenn wir jetzt loslegen wollen, können wir dann hier auf Start drücken. Dann geht die ganze Fahrbahn runter. Ja, sieht man ja hier schon, wie es runtergeht. Dann können wir zum Beispiel sagen, der soll die Gondel so etwas stärker hin und her schwenken, also nicht schwenken, sondern drehen. Und wir haben hier 3 Optionen. Wir haben einmal Schaukelleistung 15%, das ist das, was aktuell eingestellt ist. Also er schwingt nur 15% seines tatsächlichen. Mal schauen. So wird es dann einmal aussehen, wenn wir drinnen sitzen. Und dann haben wir nochmal eine Leistung von 40%. Wir können es, wie gesagt, natürlich auch auf A drücken, dann kann man mal gucken.
würde er hier schon mal leuchten. Das heißt, wir würden jetzt einmal nochmal höher gehen auf 40%. Würde er sich langsam aber sicher hochschaukeln nämlich. Wir haben leider zum Drehen immer nur eine Seite. Also wir können uns immer nur eine Seite drehen, nicht in die andere Richtung. Aber ist glaube ich auch nicht so schlimm. Jetzt wäre der bei seiner 40%igen Leistung. Also höher können wir jetzt nicht, wenn wir auf der Stufe sind. Würde von außen einmal so aussehen. Ist ja auch nicht ganz hoch. Und dann können wir einmal sagen zum Beispiel, wenn ich auf ein Knöpfchen drücke, 100%. Und da würde jetzt auf die 100% hochgehen. Muss ich mal schauen. So. Wenn wir drinnen sitzen würden, können wir auch mal Vollspeed machen hier. Dass wir uns zu Tode drehen. Ja, da wird es einem ein bisschen schwindelig, sage ich mal. Und da sieht man auch ein Gebäude, wo wir hin und her fliegen die ganze Zeit. Ich mache mal hier wieder ein bisschen langsamer, sonst habe ich das Gefühl, dass ich komplett gleich hier rausfliege. Jetzt gehen wir einmal nochmal. Ah, na komm. Bild runter. Achso, bin ich schon. Machen wir mal die komplette Ansicht hier. Ah, doch, da ist die komplette Ansicht, ne? So wird also das ganze Fahrgeschäft dann auf 100% aussehen. Also schon so wie der richtige Konga, sag ich mal. Fliegt dann auch wieder hoch. Links haben wir, also nix. Moment, ich muss mal gucken, dass ich einmal die Gondelbeleuchtung hinbekomme. Dass ich schalte einmal das andere aus. Das heißt, wenn die Gondeln beleuchtet sind, sag ich mal, und er an dem Gebäude rankommt, leuchtet auch das Gebäude einmal mit. So, jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, wenn wir fertig sind mit der Fahrt, einmal auf Stopp-Modus. Das heißt, er bremst dann automatisch runter. Gucken wir mal das Ganze zu, wie der hier so sich wieder einschwenkt. Und dann würde das Ganze automatisch hochfahren, dass er mal hoch bleibt. 5% ist standardsgemäß. Wir können sagen, dass er komplett aus ist oder halt maximal 5%, wenn es sich drehen soll. Dann können wir sagen, die Bügel einmal auf. Dann gehen die Bügel hoch. Und dann, damit die Leute auch raus können, können wir einmal hier sagen, achso, übrigens, wir können laufen mit den Pfeiltasten. Das war nicht so wie früher mit WASD. Nee, wir müssen mit den Pfeiltasten laufen. Das ist sehr verwirrend. Dann können wir sagen, Ausgang einmal mit V auf, damit die Leute auch aussteigen können vernünftig, aber die Leute nur nicht dort einsteigen können. Das wäre es allgemein zur ganzen Steuerung vom Karussell. Und jetzt haben wir ja nochmal verschiedene, wie man am Fahrpult sehen kann, verschiedene Knöpfe. Das heißt, ich mach mal, was war das mit Zeit? Mit I kann man, glaube ich, die Zeit vorspulen, wurde gesagt. Oh, da wird es auf jeden Fall spontan jetzt sehr schnell dunkel. Jetzt haben wir dunkel auf jeden Fall. Was habt ihr jetzt hier? 5? Oh, da war ich zu schnell dran. Wie kriege ich denn hier wieder... Kann ich hier vielleicht das aussuchen? Sonneneinstrahlung, Schnee, Regen. Ich glaube, jetzt habe ich das ein bisschen kaputt gemacht hier. Bleibt der jetzt wenigstens dunkel oder geht der gleich wieder hell? Ne, der bleibt so. Also, wir haben auf jeden Fall... Da wird er wieder hell. Scheiße, da habe ich ein bisschen zu viel gemacht des Guten. So, ich hoffe, wir haben jetzt wieder das Ganze hinbekommen. So, wir haben auf jeden Fall eine 1. Damit können wir... Was war es, die 1? Den Namen da oben, die Aufschrift einmal machen. Wir haben einmal die 2, das ist einmal die Rückwand, die da leuchtet. Wir haben die 3, das ist dann einmal der ganze Arm hier. Jetzt wird es doch wieder Tag. Und so wie es Tag wurde, wurde es wieder Nacht. Dann haben wir einmal die 4, das ist der Bock. Also das, was da oben dann leuchtet, ist halt nur die Zelle. Wir haben die 5 einmal. Also die Gondeln selbst, die da leuchten. Ich gehe mal einmal mit hoch, eben damit man das sieht. Dann haben wir einmal die Gondeln, den Arm. Dann haben wir einmal die Nummer 6. Und wird gesagt, ist die Welle einmal. Und dann haben wir nochmal 7, das ist einmal die Front selbst. Und mit der 8 haben wir die Scheinwerfer, die dann einmal mitleuchten. Und jetzt hört man den Wasserfall, oder nicht den Wasserfall, den Springbrunnen hört man jetzt da einmal. So, deshalb, wenn wir die ganze Beleuchtung, die man haben kann. Wie gesagt, wir können Stroboskop drücken, dann haben wir ein Stroboskoplicht einmal. Wir können R und F drücken, das sind dann einmal die Voodoo-Masken hier vorne. Die spucken Feuer. Dann haben wir zum Beispiel beim Affen selbst nochmal. Muss ich mal eben zum Affen hinkommen. Na komm. Kommst du gar nicht durch, da ist eine Blockade drin, meine Güte. So, beim Affen selbst haben wir einmal... Na komm. Komme ich so hoch? Ne, so komme ich auch nicht hoch. Gut, dann gehen wir einmal hier über den Eingang rein eben. So, was ich meine, beim Affen sieht man auch einmal hier, da ist so ein Sprühnebel, dann können wir drücken und dann kommt da so ein bisschen Wasser raus. Wir haben eine ganz normale Nebelmaschine hier, das heißt, wenn ich die einmal drücke, kommt ganz normaler Nebel raus. Das Interessante bei dem ist halt, wo haben wir denn hier jetzt einmal? Ne, das sind Jingles. Hier einmal Ready to Fog. Man muss, also, es wärmt sich einmal auf. Wir haben manuell. Dann können wir manuell drücken. Wir haben Volume. Können also einen Timer stellen, wie viele Sekunden er machen soll, das Ganze. Diese 4 Sachen haben wir zur Verfügung. Einiges an Auswahl auf jeden Fall. Die Monitore gehen leider nicht an, sage ich mal. Die bleiben leider so aus.
Diese hier, ich habe gedacht, dass man die irgendwie anbekommt, aber leider nicht. Ah doch, kriegen wir an. Hier über die Bildschirme. Gut zu wissen. Also können wir über die Bildschirme aus und wieder anschalten. Dann funktionieren die auch. Schnee können wir anmachen, dann ist es am Schneien. Also es ist auf jeden Fall so nach dem Motto, tschack, und passiert sofort. Mal gucken, friert da irgendwas ein? Hier muss ich mich einmal kurz drehen, weil ich gesehen habe, meine Maus ist wieder außerhalb des Spiels. Nein, passiert nichts. Wir können Regen anschalten. Schneeregen haben wir auch zum Beispiel. Aus. Das sind so zum Beispiel die Einstellungen, die man hier drinnen machen kann. Also für ein Spiel, was, ich weiß gar nicht, 10 Jahre alt ist, Minimum, würde ich jetzt mal drauf tippen, haben die wirklich gute Arbeit geleistet hier. Und damit würde ich aber sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da, mit ja da und dann nach unten. Aber bitte in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und damit, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.